Leben ist draußen. Draußen ist Megawood. Vertrauen made in Germany. Holger, Hi. grüße dich. Mann, schön dich hier zu sehen. Vielen Dank. Ich bin ein bisschen neugierig geworden, weil das Zeug gehalten hat, was wir dir da verschafft haben. Das ist richtig stabil. Besser Ja? als alles Holz, was du vorher hattest. Definitiv. Und jetzt bist du neugierig und willst sehen, wie es gemacht wird. Ja. Na dann herzlich willkommen bei Novotech. Vielen, vielen Dann Dank. will ich dir das gerne mal zeigen. Top. Also los geht's. Auf geht's. Holger, jetzt sind wir in der Heiligen Halle der Novotech angelangt. Erzähl mir mal ein bisschen was über das Unternehmen. Seit wann gibt es euch eigentlich? Wir sind ein junges Unternehmen, Olli. Am 2.9.2005 habe ich die Novotech gegründet. Unsere ersten Gehversuche haben wir in Halle Ammendorf gemacht. Dann heißt es aber, eigener Herd des Goldes wert. Insofern habe ich dann am 9.2.2007 hier in Aschersleben Grundsteinlegung gemacht. Wir sind dann hier am 1.8.2007 eingezogen. Am 17.8.2007 das erste Brett hier in Aschersleben gemacht. Damals mit ein paar 40 Mitarbeitern, die wir hatten. Knappe 5.000 Tonnen Kapazität im Jahr. Heute haben wir 142 Mitarbeiter und können 30.000 Tonnen im Jahr machen. Und das heißt 100 Tonnen rund am Tag an Brettern. Und das will ich dir heute mal zeigen. So Holger, damit hat alles angefangen. Der Grund, warum ich hier sitze, ist, dass diese schöne Bankirai-Dielen an meinem Kräuter eben nicht funktioniert haben, weil sie sich nach 2-3 Jahren einfach verzogen haben, gewunden haben und so weiter. Jetzt erzähl uns doch mal, wie du auf die Idee gekommen bist, mit Megawood-Dielen überhaupt anzufangen und wo auch der ökologische Gedanke dabei ist. Ja, du hast den Grund selbst in der Hand. Man muss dazu wissen, dass Bankirai in einer Größenordnung von 150.000 bis 180.000 Tonnen jährlich nach Europa importiert wird. Nur damit wir mit den Füßen drauf langlaufen. Jetzt ist es nicht so, dass wir den Menschen in Brasilien, in Indonesien nicht gönnen, an der Wertschöpfung dieser Welt teilzunehmen, aber die sollte vielleicht ein bisschen anders aussehen. Ja. Denn das haben wir ja alle mitgekriegt, dass die Tropenwälder unter solchen Dingen ein wenig leiden. Und da haben wir uns also gedacht, muss es ein Substitut geben, was man vielleicht unter vernünftigeren Bedingungen herstellen und produzieren kann. Und da ist der Gedanke von Megawood im Ursprung entstanden, nämlich aus etwas, was in dieser Welt anfällt, in einer anderen Werkstoffgruppe, nämlich der Holzindustrie, den Säge- und den Hobelspan, etwas zu machen, was sogar noch bessere Eigenschaften hat als Bankirai. Ja. Das ist der Ursprungsgedanke. Und wir haben einen Leitslogan: Für uns muss und darf kein Baum gefällt werden. Wir leben zu 100% von dem, was eine andere Werkstoffgruppe überlässt. Das gepaart mit so wenig wie möglich Kunststoff und so viel wie es geht eben einheimischen nachwachsenden Rohstoff, was dieses Holz ist. Megawood vereint die positiven Eigenschaften von Holz mit den Erkenntnissen aus der modernen Polymerforschung. Was dabei herauskommt? Produkte, die widerstandsfähiger als Holz und äußerst langlebig sind. Das Material der Megawood Barfußdielen ist frei von gefährlichen Splittern und je nach Profil besonders rutschhemmend. Außerdem ist es frei von PVC, Schadstoffen und gefährlichen Weichmachern. Megawood wurde sogar offiziell zur Herstellung von Kinderspielzeug zugelassen. Das überzeugt mich als Vater und Koi-Halter. Jetzt der ultimative Bruchtest. Hier liegt eine Megawood-Diele. Geschätzt hätte ich mal so eine knappe Tonne Last, die sie aushält, mit so einem Gummihammer. Kann mir hier nicht viel anrichten, deswegen steht hier diese Riesenmaschine. Und wir werden jetzt gleich mal ein bisschen Druck auf diese Diele geben und mal gucken, was sie aushält. Tonne habe ich geschätzt, Feuer frei. Wenn jetzt so ein kreativer Tischler kommt, seid ihr da auch die richtigen Ansprechpartner? Darum habe ich dich hier reingeschleppt in unsere Tischlerei und ich glaube, die Frage kannst du am besten jetzt beantworten. Definitiv, das sieht auf jeden Fall gut aus. Hier haben wir ein bisschen Kinderspielzeug, also im Endeffekt kann man aus eurem Material alles bauen wie aus normalem Holz auch. Wie aus normalem Holz ist genauso verarbeitbar. Man braucht natürlich anständiges Handwerkzeug ein bisschen, aber ansonsten du kannst schneiden, bohren, hobeln. Guck dich um, da siehst du eine Tischlerbank, die ist aus unserem Material. Sämtliche Möbel, die hier drin gebaut sind, sind aus unserem Material. Und weißt du, was das Schönste ist? Unsere Tischler, wir arbeiten richtige Tischler noch, die wollen mit richtigem Holz gar nicht mehr arbeiten. Die können auch nicht mehr, weil die ständig Spleißen in den Finger reißen und bei uns eben nicht. Der Riesenvorteil von diesem Material ist keine Speise mehr. Jetzt haben wir hier einen Tischler neben dran stehen. Kannst du das so bestätigen? Verarbeitung von Megawood-Material?
Auf jeden Fall. Ja? Ich sage, ich habe keine Splitter mehr. Früher habe ich viel mit Eiche gearbeitet. Ich hatte immer schwarze Hände und jede Menge Splitter und Hornhaut auf den Finger. Das passiert hier nicht. Also ist gerade nicht für mehr- Kinder, Spielzeug optimal. Wir checken das mal. Sieht gut aus. So, Olli, hier sind wir am Ende unserer Führung angekommen. Kommissionierlager K. Hier werden die Bretter dann verpackt und gehen von hier aus in die Welt. Wenn sich jetzt ein Kunde entschließt, eine Diele bei euch zu kaufen, an wen kann er sich wenden? Wie findet er einen Händler vor Ort? An den Deutschen Holzfachhandel über www.megawood.com findest du ein Händlerverzeichnis und kannst dir dann den Händler deines Vertrauens aussuchen. Okay. Da gibt es auch den Terrassenplaner auf megawood.com. Reingucken, Terrassenplan zum Händler und los geht's. Wenn wir jetzt nicht anfangen umzudenken, dann weiß ich nicht, was aus unseren Kindern und Enkelkindern werden soll. Und ich glaube hier ganz fest dran, dass wir da ein Stückchen wenigstens was dazu beitragen können. Und dass ich, wenn ich die Bühne dieser Welt verlasse, meinen 5 Enkelkindern, die ich mittlerweile habe, auch ehrlich in die Augen gucken kann. Leben ist draußen. Draußen ist Megawood.